Hi zusammen! Seid ihr bereit für die leckerste Haselnuss-Cremetorte dieser Welt? Ich schon. Du, Hamza? Ja! Die ist sehr speziell. Sie besteht aus nur 6 Zutaten und ist extrem cremig von der Textur her. Und ich muss auch sagen, Anfänger geeignet. Wirklich Anfänger geeignet. Leute, die schmeckt echt heftig. Die schmeckt heftig. Sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen. Alles gut, alles gut. Also, wir haben diese Haselnuss-Cremetorte, beziehungsweise ich habe sie mal gemacht. Das ist eine No-Bake-Torte. Ich habe sie einfach gemacht. Und in dem Video zu der Entstehung meiner Haselnusscreme, das kann ich euch gerne mal hier verlinken oder hier. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall könnt ihr euch das gerne nochmal ansehen. Da sieht man am Ende dann diese Torte, die ich eigentlich nur so ausprobiert hatte. Und da haben ganz viele gefragt, wann kommt denn das Rezept dazu? Und jetzt kommt's. Also, ich fange direkt an. Die ganz genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer. Ich fange an mit meinem Keksboden und da nehmt ihr euch jetzt zum Beispiel Butterkekse oder Kakaobutterkekse oder so wie ich das heute mache. Ich habe hier diese Karamellkekse. Die kennt ihr mit Sicherheit alle. Die gibt es zum Beispiel jetzt von Lotus, die gibt es auch von Stereo. Das ist so ein Dupe davon. Da gebe ich jetzt erstmal was hier in meinen Mixer und lasse das erstmal fein ja, zu kleinen Mini-Krümeln mixen. Der Boden. Das wird der Boden, genau. Jetzt kommt noch geschmolzene Butter dazu. Das mache ich zum Beispiel bei 360 Watt in der Mikrowelle für eine Minute. Das geht immer ganz schnell. Macht nicht den Fehler und geht hoch mit der Wattzahl, sonst platzt euch die Butter auf. Wem ist das schon mal passiert? Mir auf jeden Fall damals. Selbst immer mal wieder. Selbst dir, genau. So, jetzt gebe ich das hier rein, verrühre das kurz und dann kommt das auch schon direkt auf meine Tortenplatte. Falls ihr wenig Platz im Kühlschrank habt, dann könnt ihr auch ein Cakeboard unten drunter legen, weil später wird der Boden schön fest und dann ist es gar kein Problem, ihn auf eine Tortenplatte zu transferieren. Mein Tortenring habe ich eingestellt auf 20 cm. Jetzt kommt die fluffige Haselnusscreme und dafür habe ich jetzt Sahne steif geschlagen. Wichtig ist, dass die Sahne komplett kalt ist, also direkt aus dem Kühlschrank kommt und ihr braucht kein Sahnefest. Ich habe das jetzt in der Küchenmaschine gemacht, das hat 2 Minuten gedauert. Ihr könntet natürlich auch euer Handrührgerät benutzen und die Sahne kommt jetzt ganz kurz an die Seite und in einer weiteren Schüssel habe ich Doppelrahm-Frischkäse. Einige schreiben bei anderen Rezepten zum Beispiel, mein Frischkäse schmeckt sehr salzig. Ich kenne ja auch Doppelrahm-Frischkäse, der ist eher salzig und total trocken. Ich benutze jetzt zum Beispiel, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, ich benutze jetzt Philadelphia, aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere Firmen oder Marken kennt, die auch nicht ganz so salzig schmecken und halt so ein bisschen cremiger sind. Und da gebe ich jetzt meine Haselnusscreme rein. Ich habe euch ja schon gesagt oder schon angeteasert, meine Haselnusscreme ist nicht nur ein Brotaufstrich, sondern ihr könnt damit halt auch gut Rezepte machen und backen und so weiter. Und das Tolle ist, also die Creme wird halt ein bisschen fester, wenn sie gekühlt wird. Deshalb ist sie auch manchmal, wenn sie bei euch zu Hause ankommt, das habe ich in vielen Stories gesehen, so ein bisschen härter. Gerade jetzt im Winter. Gerade jetzt im Winter, weil es ja dann auch im Wagen von DHL etc. Und also so ist sie jetzt bei mir auf Zimmertemperatur und je wärmer es ist, desto weicher wird sie. So sieht es aus. Und manchmal bildet sich auch ein Fettfilm oben und das ist nämlich das Fett aus den Haselnüssen. So, jetzt gebe ich davon was zum Doppelrahm-Frischkäse und dann rührt ihr das bitte nicht mit einem Schneebesen. Ich nehme jetzt so einen Teigschaber und dann rühre ich das ganz vorsichtig und nicht zu lang, damit der Frischkäse auch nicht so flüssig wird. Boah, ich freue mich schon, ey. Also, ich weiß jetzt schon, dass du durchdrehen wirst. Ja. Genauso wie dieser Teigschaber.
Anschließend sieben wir noch Puderzucker dazu und heben das ganz kurz unter. Und an der Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis, unser Doppelrahmen-Frischkäse sollte kalt sein. Ich habe die Packung wirklich gerade erst aus dem Kühlschrank geholt. Und was auch wichtig ist, wir dürfen nicht zu lange rühren. Deswegen nehme ich jetzt auch ungern einen Schneebesen. Also wirklich nur so kurz es geht. Und ihr merkt auch, dass die Creme dann irgendwann anfängt zu glänzen. Und an der Stelle solltet ihr auch nicht mehr weiter rühren. Vielleicht kannst du das gleich nochmal von nahen zeigen, Hamza. Und im nächsten Schritt hebe ich auch schon die Sahne unter. Yes. Ja, die ist jetzt am Glänzen und weiter solltet ihr auch nicht rühren. Jetzt in mehreren Schritten die Sahne unterheben. Die Creme hat jetzt eigentlich nur 5 bis 6 Minuten gedauert und sie ist schon fertig. Und ich habe extra kein Sahnefest reingegeben. Ich habe das ja vorab schon ausprobiert und ihr glaubt nicht, was für eine Konsistenz später. Sehr cremig. Extrem. Also sie ist jetzt schon cremig, aber eben noch nicht standfest. Und deswegen kommt gleich unsere längere Kühlzeit. Und deswegen tut mir ein Gefallen, wenn ihr hier angekommen seid und die Creme ist in eurer Schüssel fertig und sie kommt gleich auf den Boden, nehmt euch einen Löffel und probiert mal, damit die Vorfreude umso größer ist. Für mich auch? Ja klar. Korrekt. So himmlisch leicht. Hammer. Boah, meine Vorfreude, mein Level ist hier oben irgendwo. Krass, oder? Ja, Mann, das ist es. Das ist es, das ist es. Dieser Geschmack. Also, denkt an meine Worte, probiert jetzt und dann werdet ihr einfach nur noch die Stunden zählen, bis die Torte aus dem Kühlschrank kommt. Und ich gebe jetzt die Creme einfach auf den Boden und streiche das schön glatt. Die Vorfreude steigt. Ja, mehr können wir jetzt gerade nicht tun, denn unsere leckere cremige Torte muss jetzt gekühlt werden. Und während der Kühlzeit passiert jetzt Folgendes: Die Creme wird schön fest, sie sitzt, sie wird auch ein bisschen luftiger. Also sie ist ja schon sehr luftig und cremig, aber die Konsistenz verändert sich halt nochmal nach den 6 bis 8 Stunden. Das hört sich immer viel an, aber ihr könnt es auch gerne am Vortag vorbereiten. Zum Beispiel, ihr wollt sie Samstag anschneiden, dann macht sie einfach Freitagabend schon oder Freitagmorgen, ganz je nachdem, wie ihr Zeit habt. Oder macht das, Oder macht das morgens früh und dann abends. Das wollte ich gerade sagen. Richtig gut. Also ihr könnt das auch zum Beispiel morgens machen. Auf. Sagen wir mal, ihr fangt um 10 Uhr an. Zubereitung dauert ja nur 20 Minuten, wenn überhaupt. Und dann könnt ihr die abends um 18 Uhr essen. Also perfekt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dann zeige ich euch nämlich den leckeren Haselnussguss. Ich habe das Ganze jetzt schon vorbereitet. Das Coole ist, ich habe später 2 Torten. Die müssen wir natürlich noch verteilen, ne? Eine gehört dir und eine mir. Ja, okay, so kann man es auch sehen. Also, meine Torte ist jetzt schön durchgekühlt und für den Guss kommt jetzt einfach nur noch die leckere Haselnusscreme on top. So könnt ihr sie natürlich nicht verstreichen. Sie muss erstmal geschmeidig und flüssiger werden. Und dafür könnt ihr sie entweder in warmes Wasser geben für 1 Minute circa oder in die Mikrowelle. Das mache ich bei 600 Watt für circa 30 bis maximal 40 Sekunden. Natürlich beides ohne Deckel. Und dann hat sie eben so eine richtig schöne flüssige Konsistenz, die aber auch wiederum fester wird, wenn ihr sie aushärten lasst bzw. kühlt. Also die perfekte Haselnussglasur. Und jetzt wird es richtig pervers. Jetzt kippe ich das einfach auf die Tortenoberfläche und verteile es dann. So. Und jetzt ruhig schwenken und ein bisschen schütteln. Ihr könnt jetzt, solange die Glasur noch nicht fest geworden ist, noch gehackte Haselnüsse oben drauf geben. Das ist nur optional. Ihr könnt ansonsten dekorieren, wie ihr möchtet. Und die Glasur braucht ungefähr 20 Minuten zum Festwerden. Oder ihr gebt sie einfach kurz in den Kühlschrank für 10-15 Minuten. Und dann könnt ihr auch schon anschneiden. Ich benutze übrigens meinen Backformlöser, damit ich mir auch an den Seiten nichts kaputt mache.
Okay, Leute, ich habe vergessen, wir haben gar kein Tasty Table mehr aktuell, weil wir einen Wasserschaden hatten. Oh, hi. Ich lade gerade die Akkus auf. Okay, Akkus sind aufgeladen. Hamza, komm, ich brauche dich. Ich komme. Warte. Das hier ist unsere Kaffee-Ecke, die ist ganz neu gegenüber von der Küche. Und ja, das ist mal so ein Ersatz aktuell. Ja, das hast du ganz schön präsentiert. So, soll ich probieren? Ja, bitte probier. Als ob ich nicht weiß, wie er schmeckt. Ich weiß, wie er schmeckt. Aber du hast ihn das letzte Mal vor einem Monat gegessen. Letztes Mal war Weihnachten, 26. Dezember, genau. Ja. So, ich probiere es nochmal. Okay, das sagt alles. Ich weiß nicht, warum ich den Kuchen so liebe. Vielleicht liegt es einfach an unserer Haselnusscreme. Aber Leute, schmeckt echt sehr, sehr lecker. Wir haben ja hier den Karamellkeksboden. Der harmoniert so geil mit der Creme. Unglaublich. Leute, das schmeckt echt gut. Macht's unbedingt nach. Ich bin verliebt. Okay, das war ein schönes Schlusswort. Kurz und knapp von der Höhe. Das ist ein Ticken kleiner sein, aber der Cremeanteil schmeckt echt gut. Sehr, sehr gut. Ja, also das muss ich auch noch hinzufügen. Da ist echt viel Creme. Aber genau das ist ja das Leckere. Hast du eigentlich, Genau das ist es. hast du eigentlich Zucker reingemacht in die Creme? Nur ein bisschen Puderzucker. Nur 50 Gramm auf den ganzen Kuchen. Ja, weil du hast ja die Haselnusscreme hier drin. Ja, Das ist ja eh schon süß, ne? ja. Gut abgewogen. So Leute, das war's. Ich esse hier fröhlich weiter und ich mache jetzt Kikis Abschied einfach mal. Tschüss, eure Kiki. Oh, nein, da habe ich einen Einwand. So, ich Du musst beide Hände benutzen. Ja, aber ich habe einen Kuchen in der Du Hand. musst den kurz abstellen und dann beide Hände benutzen. Ja, ich direkt lieber ab. Kannst du da sonst was warten?